Einen schönen guten Morgen, liebe Leute. Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem neuen Video. Wir haben auf diesem Kanal jetzt mittlerweile echt viele neue Abos bekommen, neue Abonnenten. Vielen Dank erstmal dahin. Viele Leute wissen dadurch aber auch nicht, dass ich vor diesem weißen Model 3 bereits schon mal ein Model 3 hatte, nämlich ein schwarzes. Das hatte ich damals Black Series genannt. Und einige, die es vielleicht mal live gesehen haben oder sowas, die wissen, ich blende euch gerade mal ein Bild ein, die wissen, das war wirklich ein kleiner Augenschmaus. Ich habe den wirklich individualisiert und komplett nach meinen Wünschen und nach meiner Vorstellung aufgebaut. Das heißt alles schwarz, all black. Und den habe ich ja dann nach Dänemark verkauft und mir jetzt dieses weiße Model 3 hier gekauft. Und den, Leute, werde ich natürlich wieder umbauen. Bis jetzt, ihr seht, der ist komplett Serie. Ich habe absolut noch nichts dran gemacht. Der sieht komplett Stüno aus, wie man immer so schön sagt. Aber ich kann euch versprechen, das wird wieder ein kleines Monster werden. Und ich habe mir überlegt, wir machen hier wirklich noch ein Video. Das heißt, das Video, was ihr jetzt seht, das wird im Prinzip alle Umbauten beinhalten. Ich werde das so ein bisschen, habe ich überlegt, Vlog-Style machen. Das heißt, ich nehme euch an den Tag, wo die Umbauten dann geschehen oder wenn Veränderungen an dem Fahrzeug geschehen, nehme ich euch mit, zeige euch eine kurze Zusammenfassung, was passiert ist, wie teuer das Ganze auch ist und das Endresultat natürlich auch, wie es dann am Auto aussieht und dass wir dann so ein komprimiertes Video haben. Ihr wisst ja, bei der Black Series habe ich jeden einzelnen Schritt gefilmt. Falls ihr das mal sehen wollt, schaut gerne da mal in die Playlist rein, aber das brauche ich, denke ich, hier nicht machen. Ich kann euch auch sagen, ihr seht an dem Fahrzeug aktuell keine Veränderung, ihr seht nur weiß und schwarz, abgesehen von den Anthrazitfelgen, aber im Sommer habe ich hier schöne 20 Zoller mit 285ern drauf. Ihr seht hier wirklich nur weiß und schwarz und das soll auch so bleiben. Ich werde diesmal 0,0 Carbon an den Wagen ranbringen. Das heißt, wir spielen hier nur mit den Kontrasten und das war's dann auch. Aber ich glaubt mir, Leute, ich habe schon eine Vision im Kopf, das wird sexy werden. Das wird richtig sexy werden und ich nehme euch jetzt einfach mal mit und Leute, bleibt dran. Liebe Leute, heute ist der erste Umbautag. Wir haben den 7.1. und wir sehen auch, die Umgebung hat sich mittlerweile der Fahrzeugfarbe angepasst. Absolut sexy, schön. Also ich liebe ja Schnee ohne Ende. Leute, lasst mal schauen. Ihr wisst ja, dass ich das Fahrzeug Albatros genannt habe. Was wollen wir denn heute an diesem Umbautag umbauen? Und zwar dieses Chrom-Emblem, Leute, kommt komplett weg. Das wird entfernt und ersetzt durch ein schwarzes Emblem. Zeige ich euch gleich mal. Und was machen wir noch? Gehen wir mal auf die hintere Seite. Ihr seht schon, ich will das Chrom weg haben. Hinten das Emblem kommt auch weg und das Dual-Motor kommt auch weg. Das heißt, hier hinten werden wir einen schwarzen Tesla-Schriftzug, beides in Schwarz-Glanz natürlich, anbringen lassen. Und dazu passend gibt es heute noch die Bremssätze in schwarz mit weißer Tesla-Schrift. Das heißt, wir sehen hier so ein bisschen Anthrazitgrau. Das wird jetzt getauscht mit schwarz, dass wir im Prinzip, ich habe es euch ja anfangs gesagt, nur schwarz und weiß an dem Fahrzeug finden werden. Schauen wir uns mal kurz an, was ich für die Embleme bezahlt habe. Dafür gehen wir am besten mal rein ins Auto. Da ist es ein bisschen wärmer. Also Leute, ich fasse mal kurz zusammen. Das ist das Emblem, was vorne hinkommen wird. Das ist schwarz, ganz normal. Das hier in Zusammenhang mit dem Schriftzug, seht ihr jetzt nicht, werdet ihr nachher sehen, wenn ich es dran gebracht habe, hat $70 gekostet, habe ich bei AliExpress geholt. Ich schicke euch mal einen Link rein zu meinem Supplier. Und das hier habe ich auf eBay ganz normal bestellt. Und zwar ist das einfach hitzebeständiger Aufkleber für die Bremssättel. Und da, Leute, könnt ihr ganz einfach für 5 Euro das bestellen. Das ist überhaupt kein Problem. Wie toll die Lackierung der Bremssättel sein wird und das Anbringen der Embleme bzw. das Chrom Delete, das werde ich euch gleich sagen. So Leute, ich bin jetzt angekommen. Der Kollege steht auch schon hier dabei. Wir werden heute mal die Black Series komplett schön schwarz machen und ein Bremssättel. Ich habe es euch ja vorhin alles schon erklärt und das wird, denke ich mal, Baba werden. Vielen Dank schon mal, dass ihr Zeit habt. So Leute, es hat doch etwas länger gedauert als gedacht, aber mir ist immer wichtig, es kann von mir so lange dauern, wie es will. Hauptsache, es ist vernünftig gemacht und da muss ich echt sagen, haben die Jungs einen wirklich tollen Job gemacht. Ich zeige es euch mal hier. Wir haben also wirklich jetzt schwarze Bremssättel mit der Tesla-Schrift drauf, sowohl vorne als auch hinten. Das passt hier auch, wundert euch nicht. Ich bin hier gerade ein bisschen am Laden. Lasst mal vorne hinschauen, das Logo habe ich ja auch tauschen lassen. Von Chrom ist es jetzt komplett schwarz, passt jetzt auch. Und hier hinten haben wir jetzt den Schriftzug. Das sieht dann so aus, dass das Dual-Motor ist komplett entfernt worden. Das heißt, wir haben da jetzt auch eine recht cleane Oberfläche. Bin auch sehr zufrieden, muss ich echt sagen. Das wird dann, werdet ihr dann sehen, zum Gesamtkonzept des Fahrzeugs passen. Was habe ich dafür bezahlt? Das interessiert euch ja.
Also die Zeit habe ich jetzt für die Entfernung der Embleme, für die neuen drauf machen und für die Bremssättel knapp 200 €. Davon noch ein bisschen Trinkgeld dazu. Also ein total fairer Preis, finde ich. Haben echt tollen Job gemacht, die Jungs. Und ich bin echt gespannt, was der nächste Tag bringt. Ich denke mal, es geht Richtung Stuttgart zu Reifenrever. Lassen wir uns überraschen. Irgendwann später. Heute haben wir den 25.01. und ihr seht im Hintergrund schon, ich bin heute im Süden der Republik, nämlich bei Reifenrever. Einige werden den von euch schon kennen, ganz bekannt aus dem TFF-Forum. Wir werden heute nicht nur die Tieferlegung machen, sondern auch einige Anbauteile schon anbringen. Neben mir steht der Daniel. Daniel, ich grüße dich recht herzlich. Morgen, André. Servus, hi. Moin. Daniel, wir werden heute, ich sag mal, den Albatros im Prinzip schon ein paar Anbauteile verpassen, wa? Wir können ja mal, wenn du Bock hast, zusammen in den Kofferraum gucken. Ich habe die Teile nämlich schon mit und dann können wir mal gleich schauen, was Massephase ist. So Daniel, du siehst hier schon, ich habe die Seitenteile dabei, die sind von Maxton, das ist noch von der Black Series. Wir haben dazu noch einen schwarzglanzenden Spoiler, noch schön einverpackt und dazu passend in Schwarzglanz die Frontlippe. Alles wird heute installiert, plus Tieferlegungsfedern in Höhe von 3 cm, wa? 30 mm dann circa dann runtergekommen, ja. 30 mm, ich habe es euch auch erklärt, ich habe ja schon mal ein Video gemacht zu Tieferlegungsfedern und sowas, was man da alles machen kann. Natürlich kann man auch KW V3-Fahrwerk einbauen oder auch ein Luftfahrwerk, das ist alles optional. Aber ich habe mich jetzt entschieden für die Federn. Ich hatte da mit den HNR, die ich vorher hatte, abgesehen von der Tiefe, war ich sehr zufrieden. Und ich denke, das kriegen wir wieder hin. Und die ST-Federn werden gut dazu passen. Sie werden definitiv funktionieren. Ich sag mal, es muss auch nicht immer das gewinnende Fahrwerk natürlich nachher sein. Es ist immer so ein bisschen Ambition, was hat man mit dem Fahrzeug vor. Ja. Also ich sage jetzt mal im normalen Straßenverkehr, wenn ich jetzt sage, ich cruise einfach so ein bisschen durch die Gegend, ist man in Fehlern definitiv ganz gut beraten. Sehr schön. Und ich sag mal, optional kann man nachträglich noch immer. Wir können nachher auf jeden Fall mit unserem Fahrzeug, der hat einen V3 drin, mit dem können wir nachher eine Vergleichsfahrt mal kurz machen. Ja. Ich sag mal, dann könnt ihr selber mal ein Resümee ziehen. Perfekt. Sehr schön, Daniel, das freut mich richtig. Freut mich auch, dass ich bei euch bin. Und Leute, ich sage euch später mal alles so, wie lange es gedauert hat und kostentechnisch. Vielleicht könnt ihr es dann auch nachbauen. Viel Spaß. So Leute, ihr seht hier noch die Bremssätze vom letzten Mal. Schön schwarz mit Tesla-Schrift. Und wir wollen aber heute hier hinten hin. Das heißt, die Federn kommen raus und es kommt dann ST-Federn rein. Die zeigen wir euch gerade mal. Hier mal zum Vergleich wirklich ST-Federn versus die Originalfedern. Das ist absolut sick. Das heißt, wir kommen dann ungefähr 3 cm tiefer. Ich freue mich richtig, das muss ich ehrlich sagen. Weil bei der Black Series, ihr wisst es, hat ja auch HNR-Federn drin. Das war mir aber alles ein bisschen zu tief am Ende. Da bist du vielleicht bei 5 cm gelandet. Und heute hier mit 3 cm sind wir, glaube ich, schön Mittelmaß. Das ist vernünftig. Also ich muss ehrlich sagen, es geht super fix hier. Das muss man sagen. Die Jungs hier von Reifenrever haben Ahnung von der Materie. Das merkt man richtig. Ihr seht die detaillierte Anleitung mal, wie man sowas macht. In dem anderen Reifenrever-Video, ich verlinke euch das mal hier oben, da seht ihr alle Details, das brauche ich euch jetzt nicht zeigen. So Leute, wenn wir jetzt einmal gerade dabei sind, lasse ich natürlich noch Distanzscheiben drauf machen. Das heißt, wir reden hier am AWD von der Vorderachse mit Original-Serienfelgen 15 mm und wir gehen mal hinten hin. Da haben wir dann dicke 20 mm im Stecksystem verbaut, ihr seht es ja auch. Und dann wird die Karre gleich noch mal ein bisschen breiter und satter aussehen. So, das ging doch schneller als gedacht. Ihr seht mich jetzt hier schon wieder am Supercharger laden. Wir sind im Prinzip auch schon fertig. Ich schwenke mal kurz zur Front. So sieht das Ganze jetzt aus, also ziemlich baba. Und an der Seite sind natürlich auch das Element dran. Ansonsten Tieferlegung seht ihr hier auch. Er ist jetzt deutlich tiefer. Wie viel hat das Ganze gekostet? Mal einen kurzen Überblick. Ich habe jetzt hier wirklich mit Anbau gut, das hat ein bisschen gekostet, hat 3 Stunden jetzt gedauert, um alles dran zu machen, auch den Spoiler hinten. Und ich sag mal, Tieferlegung seid ihr ungefähr bei, ich sag mal, 600-700 €. Ich habe noch Distanzscheiben dazu, die kosten noch mal so 300 €. Und ansonsten Anbauteile kannst du noch mal mit, sagen wir mal, auch mal 300 € rechnen. Und finde ich auch ganz in Ordnung. Alles in allem passt das und es gefällt mir Bombe. Ich zeige euch hinten noch mal den Spoiler. So sieht das jetzt aus. Machen wir aber im Abschluss noch mal wirklich einen kompletten Umschwung, wie der Wagen sich verändert hat. So, morgen geht es schon weiter für mich nach Frankfurt und macht die Scheibentönung. Irgendwann später. Ein neuer Tag hat begonnen. Ihr seht schon, ich bin wieder in Frankfurt und zwar diesmal, ich leuchte mal hin, Kreativ 2. Was macht Kreativ 2? Kreativ 2 macht viel mit Folienzeug und so weiter. Und bei Model 3, wenn ich mal jetzt hier so reinschwenke, habt ihr ja in der Heckscheibe 2 Phasen. Ihr seht es hier. Und das finde ich nicht so toll. Deswegen lasse ich heute die Folierung machen. Ich denke mal 85% wären es Folientönung. Allerdings, ihr müsst euch im Klaren sein, ich will die Seiten klar haben. Also
Also da gibt es wie bei der Plexus diesmal keine Tönung, sondern es wird schön klar bleiben, weil ich will es innen hell haben. Wir haben Kelvin auch dabei, schwenke ich gerade mal rein. Grüß dich, Kelvin. Ganz wichtig hierbei, oder zumindest für mich ist es wichtig, dass wir keine Zweiteile in der Heckscheibe haben. Die Heckscheibe ist recht groß, viele Folierer machen Zweiteile. Ich will aber gerne Einteile, weil, Kelvin, mach mal bitte auf, ihr seht sonst im Innenraum nämlich 2 Phasen in der Heckscheibe hinten. Und das ist, wenn ihr in den Rückspiegel guckt, nicht so geil. Von außen seht ihr es vielleicht nicht so hier, aber von innen, das will ich absolut vermeiden. Deswegen machen wir es einteilig, das ist mir wichtig. Und wir schauen mal, wie lange es dauert und am Ende, wie teuer es wird, das sage ich euch natürlich. Bevor es in dem Video weitergeht, eine kurze Frage. Kennst du bereits unseren eFuer-Shop für begeisterte Elektroautofahrer? Von T-Shirts über Hoodies bis Kaffeetassen wirst du dort fündig. Mit dem Code eFieber bekommst du 10% Nachlass auf deine gesamte Bestellung. Schau gerne vorbei, wir freuen uns. Und nun zurück zum Video. So, wir haben es jetzt 2 Stunden später und die Jungs von Kreativ 2 haben echt einen super Job gemacht. Ich stehe hier noch, ich habe euch gesagt, die Seiten werden hell bleiben, ihr seht es hier. Und wir haben jetzt hinten 85% angebracht. Das finde ich, passt sehr gut. Ist wirklich auch nicht zu dunkel, wie in der Plexus, da hatte ich ja 95, das war einfach zu heftig. Und hier passt es auch. Was hat das jetzt gedauert? Es ist 2 Stunden, glaube ich, war ich jetzt hier. Und ich habe auch mal gefragt, was es preislich war, wenn man jetzt ein Komplettpaket macht. Also nicht wie ich jetzt nur, sondern ein Komplettpaket mit den Seiten zusammen und hinten die große Heckscheibe als Einteiler. Da seid ihr ungefähr bei 450 €. Völlig in Ordnung. Das ist einfach Hammer. Das war es jetzt eigentlich auch schon. Ich mach mich jetzt wieder nach Hause und wir sehen uns am nächsten Tag. Irgendwann später. Ich grüße euch, Leute, an diesem Morgen. Verzeiht mir, wenn ich gerade ein bisschen innerlich aufgewühlt bin, fast den Tränen nahe. Das muss ich echt so sagen, weil wir haben heute Samstag, ich weiß gar nicht welcher Tag, ich muss mal kurz aufs Handy gucken. Wir haben heute den 20. Februar 2021. Und wir haben es nicht mal 8 Uhr. Ich habe gerade einen Klingelton gehört, also die Klingel hat geläutet und da war ein Mann da, der ein Riesenpaket hatte, eine Holzkiste, Entschuldigung, eine Holzkiste. Leute, ich hoffe, ihr wisst, was das heißt. Ihr wisst, ich arbeite an dem Wagen nur mit Weiß und mit Schwarz, bisher immer, ihr habt es auch gesehen, bis jetzt. Und jetzt fehlte natürlich noch ein Bauteil hinten. Ihr wisst es, der Diffuser. Und Leute, jetzt hinter mir ist, ich sehe schon, ist dieses Teil. Ich habe es ausgepackt, ich bin voller Emotionen. Unglaublich, ich zeige es euch jetzt einfach, Leute. Ich verspreche euch, wir werden das an dem heutigen Tag noch dran bauen. Ich kümmere mich jetzt gleich, dass ich einen Ansprechpartner kriege, der mir das dran baut. Und dann geht es auch schon rund. Ich schwenke jetzt mal rüber, genießt es einfach. Leute, das ist das Teil. Ein Diffusor. Es ist, glaube ich, der einzigste auf der Welt, der in Schwarz-Glanz ist. Sowas gibt es normal in Carbon nur. Ich habe jetzt hier, ich sag mal, eine kleine Sonderanfertigung in Schwarz-Glanz. Absolut Wahnsinn. Was sagt ihr, Leute? Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ist gerade gekommen. Den machen wir heute dran. Ich verspreche es euch. Ich verspreche es euch. Ich hoffe, es wird gut aussehen. Ich hoffe einfach, es wird gut aussehen. Wir müssen gucken. Es ist auf jeden Fall ein Monster. Das kann man nicht anders sagen. Wahnsinn. So, ihr Lieben. Leider hatte mein Karosseriebauer heute keine Zeit. Erst nächste Woche wieder, da habe ich einen Termin jetzt und ich habe ungelogen bestimmt 100 Mal auf den Wetterbericht geguckt, denn es ist absolut Wahnsinn, das Wetter. Ich schwenke mal rüber, es ist unglaublich, Leute. Wir haben jetzt Ende Februar und ich habe mir dann die Wetterdaten mal alle angeschaut und ich bin der Meinung, ich glaube, jetzt haben wir 3 Wochen erstmal wirklich geiles Wetter, wo es keine Minustemperaturen geben wird und so weiter. Deswegen, Leute, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, habe ich, ja, wie soll ich sagen, die Sommerreifen drauf gezogen. Ich habe die Sommerfelgen im Prinzip von der Plexus, das heißt, das sind die GLS 303 von RFK und die haben hinten 10,5er mit 285er und vorne fahre ich mit 9 oder 9,5 Watt, weiß ich jetzt gerade gar nicht, mit 245. Und ich zeige euch jetzt mal, ich drehe jetzt einfach mal die Kamera und ich zeige euch das mal, die Sonne ist passend dafür und ich will eure Meinung wissen, Leute. Boom, so sieht das Ding jetzt aus. 285er hinten, 245 vorne. Ich habe an den ganzen Phagen nur mit Schwarz und Weiß gearbeitet, war? Das nochmal zur Erinnerung. Richtig fette Dinger. Das ist jetzt so M3-like so ein bisschen, wisst ihr, was ich meine? Ich zeige euch das gerade mal. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Es ist schon echt abartig konkav. Aber so wollen wir es haben. So wollen wir es haben, Leute. Das lasse ich sogar auch eintragen in Verbindung mit der ST-Tieferlegung, mit den Federn zusammen. Ja, preislich, was kann ich euch sagen? Die Felgen mit Bereifung
haben, glaube ich, um die 2600, 2700 Euro gekostet. Bin ich mir gerade selber unsicher, aber um den Dreh müsste auf jeden Fall sein. Könnt ihr mal im Internet schauen. Und ja, jetzt fehlt noch der Diffusor. Der muss am Mittwoch kommen. Ich freue mich richtig. Denn dann habe ich den Wagen wirklich komplett. Ich meine, ja, was soll ich da noch machen, blöd gesagt, wisst ihr, Leute? Und dann wird das Video nochmal einen schönen grünen Abschluss kriegen. Ich werde jetzt nochmal schöne Bilder machen und alles. Und vielleicht kriegen wir noch irgendwie mal ein Carporn hin. Ich weiß es nicht. Aber ja, dann ist der Wagen schon wieder fertig, ey. Es geht rucki zucki. Irgendwann später. So, ihr Lieben, ihr glaubt es nicht, der Diffusor hat den Weg zum Auto gefunden. Vielen Dank nochmal an die Firma Leinweber, die das Ganze möglich gemacht hat. Wenn ihr mal ein Problem mit dem Tesla habt oder so, ist lackierungstechnisch, dann könnt ihr da gerne mal hingucken. Leinweber in Marburg. Und Leute, ich gucke ihn gerade an, er steht hier vor mir und ich bin stolz, ein Stück stolz. Ich muss euch gleich sagen, er ist nicht ganz sauber, aber ich verspreche euch, beim nächsten E-Klappstuhl-Treffen, da wird er blinken, da wird er glänzen wie Sau. Ich zeige euch jetzt den Diffusor, Leute, ich mache es kurz. So sieht das Teil jetzt aus. Ich gehe mal runter. Ach, meine Güte, es ist ein Riesenkoffer, oder? Was sagt ihr, Leute? Das ist ein Koffer, aber es ist ein Koffer, der dran passt. Also es ist wirklich, ich finde, es passt, es ist stimmig. Wenn ich jetzt mal ein Stück zurückgehe, wir haben die Seitenteile hier dran, wir haben die Felgen dazu, wirklich, die jetzt wirklich schön dreckig sind, aber trotzdem dazu passen, in schwarz. Und dann dieser Monster-Diffusor mit diesem Fin. Es ist doch Wahnsinn, oder? Guckt euch das mal an. Das ist doch unnormal, oder? Also krasser geht's gar nicht. Wir haben jetzt hier eigentlich die komplette Kombi vollständig. Ich finde es wirklich, es ist toll geworden. Ich gehe mal weiter runter. Wir gehen mal einfach so außen lang. Da seht ihr den Wagen jetzt wirklich, wie er da steht. Ich finde, es ist wie ein Kampfjet. Es ist ein kleiner Kampfjet. Die Möwe wurde, kann man echt so sagen, zum Albatros. Das ist absolut Wahnsinn. Mir gefällt es sehr. Mir gefällt es sehr. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Wie findet ihr den Umbau? Ich habe euch auch versucht zu zeigen, dass so ein Umbau nicht teuer sein muss. Also ich sage mal, was haben wir jetzt alles reingesteckt? Ich kann es euch ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber alles in allem, finde ich, hat es sich gelohnt. Die Black Series war alles in allem noch mal ein bisschen markanter, würde ich sagen. Aber hier die Stimmung, die Abarbeitung mit den Kontrasten, finde ich auch total in Ordnung. So wie der Diffusor jetzt hier dran gebaut ist, hat der, also rein Materialkosten 800 Euro gekostet, inklusive Versand. Und ich habe jetzt wirklich 1,5 Monate darauf warten müssen, dass der kommt. Deswegen war die Freude da doch recht groß. Wundert euch nicht, wenn ich da ein bisschen emotional war. Und das Dranbauen von Leinweber hat auch nochmal, ich sag mal so 100 Euro gekostet. Die haben es halt wirklich auch vernünftig gemacht, dass da auch nichts abfällt. Er ist verschraubt. Im Prinzip ist alles an dem Wagen verschraubt, weil mir da doch die Angst ein bisschen groß ist, wenn ich auf der Autobahn bin und mal wirklich über 200 fahre, dass es dann wegfliegt. Das heißt, das Teil ist wirklich, oder generell alles ist verschraubt, außer der Spoiler natürlich. Und Sicherheit geht da definitiv vor. Das heißt 800 Euro Materialkosten und nochmal 100 Euro Einbaukosten. Das ist überschaubar, alles in Ordnung. Und wie gesagt, wenn ich den Wagen irgendwann mal wirklich verkaufen soll und aufs Model Y gehen sollte, dann kann ich die Teile auch alle verkaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es gehört nun mal dazu. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten dran gebaut, das habt ihr ja gesehen. Zum Beispiel, ich gehe mal gerade hin an der Seiten-AP-Kamera. Habe ich im Prinzip jetzt hier noch so ein Cover dran. Das ist nicht teuer, $15 oder $20. Verlinke ich euch alles oben in die Videobeschreibung. Dann habe ich hier noch so ganz typisch, das haben eigentlich einige schon, solche Cover hier nochmal, so Flaps hier unten an den Nebelleuchten war. Dann Elon Musk Unterschrift, Kleinigkeit, nichts Wildes. Und ansonsten habe ich drinnen noch ein bisschen was verändert. Ihr seht es schon, direkt von außen. Ich habe im Prinzip die Blinkheber und den Gangheber mit einem weißen Cover auch drauf gemacht. Das passt so stimmig dann dazu. Wie gesagt, alles unverändert. Hier, das habe ich von Abstract Ocean, heißt das, glaube ich. Da habe ich so Cover bestellt zum Draufkleben. Auch nichts Wildes im Prinzip. Das habe ich auch bezogen mit weißer Folie. Aber ist Geschmackssache, ist ganz klar Geschmackssache. Aber was ich euch sagen kann, habe ich ja eigentlich schon öfters gesagt, ich bereue den weißen Innenraum nicht. Er ist pflegeintensiver ein bisschen als wie das schwarze Material, aber ich finde es trotzdem, es ist in allem stimmig, so wie er jetzt da steht. Und ich freue mich wirklich, wirklich riesig, wenn wir uns mal alle zusammentreffen könnten auf ein E-Klappstuhl-Treffen. Das wird dieses Jahr stattfinden. Ich weiß halt leider noch nicht wegen Corona wann. Aber sobald es Neuigkeiten gibt, sobald es die offizielle Entschärfung gibt, sind wir dabei. Ich verspreche es euch, dann werden wir es organisieren mit ein bisschen Kaffee dabei und so weiter, Leute. Und ja, was soll ich euch sonst noch sagen?
Umbau jetzt in 3 Monaten abgeschlossen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr an euren so umgebaut habt und vor allem, wie ihr den Albatros jetzt findet. Und ansonsten wünsche ich euch wirklich jetzt eine schöne Zeit. Genießt es. Abonniert gerne den YouTube-Kanal. Abonniert auch gerne auf Instagram mich und auch Kelvin, wenn ihr Bock habt. Und alles im Allen steht das Baby jetzt schön da. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ein kleiner Hinweis jetzt nochmal von mir. Ich habe gerade beim Schneiden gemerkt, dass ich im Innenraum doch was vergessen habe. Und zwar das Ambient Light. Das Ambient Light kommt in einem separaten Video. Das kommt auf jeden Fall noch rein. Und ich werde auch die warmweißen Lichter, die Serie sind im Tesla Model 3 im Innenraum, die werde ich durch kaltweiße ersetzen, damit es einfach noch ein bisschen moderner wirkt. Und Thema, was euch bestimmt auch interessiert, ist der Dachhimmel. Der Dachhimmel, den wollte ich erst weiß Alcantara folieren oder besticken lassen. Habe ich dann doch nicht gemacht, irgendwie jetzt mit Corona und sowas. Und ich lasse den jetzt doch so drin, wie er ist, Serie. Also mich stört es jetzt mittlerweile gar nicht oder sowas. Von daher, ja, wisst ihr auch Bescheid in den Punkten. Wie gesagt, kommt ein separates Video zum Ambient Light. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, halt die Ohren steif und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!